So, hallo zusammen. Ihr solltet mich jetzt eigentlich gut hören können. Gebt mir mal gerne da erstmal ein Feedback. Irgendwie YouTube hat da einiges geändert. Hi, okay, sehr gut, ihr könnt mich hören. Wunderbar. Cool. Ja, also ich verfolge den Chat mit. Wir wollen heute so ein bisschen klären, wie genau das Ding eigentlich aussehen soll. Ab 14 Uhr geht es ja dann mit Voting los. Und wenn das Voting soweit durch ist, dann könnt ihr, soweit ich weiß, dem Team beitreten. Ich bin mir aber selber nicht genau sicher, wie das abläuft. Also kurz nochmal zu dem, ein bisschen leise. Okay, warte, dann stelle ich mich ein bisschen lauter. So. Okay, also ich bin selber eigentlich nur Teilnehmer von diesem ganzen Hackathon. So müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, ich habe quasi einen Vorschlag eingereicht und ihr könnt für den voten. Ich selbst habe da eigentlich nicht wirklich was damit zu tun. Das heißt, ich habe selber nicht wirklich große Ahnung, was da abgeht. Aber ich dachte mir, wir machen jetzt hier mal so einen richtigen Entwurf, so wie wir das machen würden. Also quasi so einen Erstentwurf, wo man die ganzen Ideen sehen kann, okay? Und den können dann die Teams jeweils implementieren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwie mehr als ein Team haben und im Endeffekt so viele Teams, wie wir, naja, also die meisten Leute, die mitarbeiten wollen, können auch tatsächlich mitarbeiten, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass wir zu viele werden. Gut, das, was ihr hier seht, solltet ihr wahrscheinlich kennen, draw.io. Ich habe das ganze Ding jetzt hier mal auf GitHub auch schon mal verlinkt, aber ich habe noch keine Organisation oder sowas erstellt. Ich glaube, das sollten wir vielleicht als erstes tun. Da wollte ich auf euch warten, weil ich nicht weiß, wie wir das Ding nennen sollen. Also machen wir einfach mal hier, so, wie ging das jetzt? Hier, neu. Organisation, das ist nicht was ich alle Tage mache. Okay, wir wollen eine neue Organisation für das Ding haben, weil wahrscheinlich mehrere Repos dabei sind, also wahrscheinlich mehrere Backends, mehrere Frontends vielleicht sogar. So, und jetzt kommen wir zu dem ersten großen Punkt. Name, wie nennen wir das Ding? Schwierigstes Unterfangen überhaupt. Macht mal Vorschläge. Ich fange hier mal so lange an. Achso, ich kann nicht, ne? Wenn ich hier wenn ich das nicht verlinkt habe, kann ich nicht. Blöd. Okay. Dann brauchen wir zuerst den Namen. Namen, Leute. Hier, teach.docx. Das ist gar nicht so schlecht. Teach? Teach gibt's schon. Okay. Corona Boys. Code Corona. Learn E. Okay, ich würde sagen, wir machen irgendwas mit E-Learn-X, E-Learn, Mano, gibt's schon. iScholar, Morpheus vs. Virus, nee, das passt nicht. Das ist ja nicht was von mir ist, das soll ja am Ende Open Source sein und für alle sein. Corona++. E-Learn, es geht um ein E-Learning-Portal. E-Teaching. Ja, probieren wir mal. E-Teaching. Oder edu.infection. Edu.teaching. Nee. Warte. I.edu? Ha! I.edu. It is. Okay, wunderbar. So, nehmen meine E-Mail-Adresse. Ups. Das sollte kein Komma drin sein. Okay. Und dann können wir das hier so verknüpfen. Wunderbar. So, also, wie gesagt, ich habe das ganze Ding noch nie aufgesetzt hier. Also bei einer GitHub-Organisation bin ich quasi auch First Time, ja. Search by Username machen wir irgendwann anders. Das machen wir jetzt nicht. So. Okay, neues Repo. Dokumente. So. Okay. Entwurfsdokumente. Gut. Okay, jetzt können wir, glaube ich, hier sogar genau, wunderbar. Jetzt können wir hier das theoretisch zumindest verknüpfen, wenn ich jetzt ein Blank Diagram erstelle. Sollte das funktionieren. Tja, das ist jetzt ungünstig. Okay, dann müssen wir das separat machen. Dann gehen wir hier zurück und ne, wir müssen es wahrscheinlich dann echt auf dem PC speichern. Oder? Geht's jetzt? Na, wahrscheinlich immer noch nicht. Ja gut, dann machen wir das erstmal auf dem PC. Dann lade ich die einfach am Ende separat hoch. Und wir wollen natürlich jetzt hier ein paar Diagramme machen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe eine Weile nicht mit draw.io gearbeitet. Das heißt, wir wollen jetzt hier erstmal klarstellen, was eigentlich diese ganze Software kann. Wo sind wir denn hier? Flowcharts, Layout. Nein, da war es nicht. Also ihr seht, hier kann man wirklich abartig viel machen. Hier OML müsste es dabei sein, oder? Nein. Haben die irgendwie was geändert? Es kann sein, dass die was geändert haben. Okay, machen wir ein Basic Blank. Okay. So.
Also, wir wollen zunächst mal klarstellen, was genau man machen können soll. Und das... Sekunde, ich habe mir ein paar Zettel genommen. Hier, okay. Also ihr seht, der Stream ist nicht ganz so vorbereitet. Der ganze Hackathon ist nicht wirklich vorbereitet. Ich meine, das Ding ist online seit 2 Tagen, glaube ich. Seit Mittwochnachmittag habe ich mir sagen lassen. Okay, und wir wollen jetzt erstmal hier natürlich, dass wir uns einloggen können. Ups. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Gut, wir wollen... Was wollen wir denn? Das ist unser... Erstmal unser User. Der loggt sich ein im Normalfall. Kann ich bitte das Schild da ändern? Nein, kann ich nicht. Da kann ich's. Wo geht das? Mann, die haben echt einiges geändert hier. Heieiei. Okay, wenn jemand... Genau, okay. Oh, ups. Der Pfeil bitte. Der da. So. Genau, geht mal in Discord rein. Da könnt ihr direkt einfach weiterschreiben in dem Chat. Ich versuche den Chat auch damit zu lesen. Okay, es ist aber wirklich sehr, sehr viel, was da einprasselt. Ja, deswegen, alles werde ich wahrscheinlich nicht lesen können. So, der Actor kann sich dann einloggen. Einloggen. Das ist quasi unser erster Anwendungsfall. Also man muss sich einloggen können, beziehungsweise man muss sich natürlich auch registrieren können. Ich mach's mal auf Englisch. Ich glaube, das ist sinnvoller hier. Login. Okay. Doppelklick auf den Text ist gar nicht so einfach, weil mir hier dieser Pfeil ständig... Ja, jetzt geht's. Danke. Ist gar nicht so einfach hier. Könnt ihr es eigentlich lesen? Ist es zu klein? Ist wahrscheinlich zu klein für euch, ne? Ist so besser? Ja, so müsste es besser sein. Gut. So, und der User kann sich jetzt registrieren, aber es können sich auch noch andere registrieren. Zumindest ist das der Plan. Und zwar wollen wir hier nicht nur User sich registrieren lassen, sondern auch eine Plattform für Lehrer bieten. Das heißt, die Lehrer müssen sich auch registrieren können. Und indem die Lehrer sich registrieren, sagen sie quasi, hey, hier, sieh mal, ich habe hier irgendwie ein Zertifikat, das ich unterrichten darf. Also sowas wie ein Mathelehrer, der bekommt ja irgendwoher seine Lizenz, dass er unterrichten darf. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so unsinnig. Okay. Also wir wollen quasi eine Plattform bieten, die allen die Möglichkeit gibt, gemeinsam Aufgaben zu lösen. Ja? Das heißt, die Schüler können da quasi Aufgaben lösen, Aufgaben reinbringen, wenn sie das Thema verstanden haben. Und die Lehrer können auch alle Aufgaben reinbringen. Und es gibt Abschlussaufgaben. Das ist so der Plan. Genau, richtig. Lehrer müssen bestätigen, dass sie richtige Lehrer sind. Das heißt, Lehrer werden, nachdem sie registriert sind, müssen sie auch noch verifiziert werden. Das habe ich mir hier auch schon aufgeschrieben. Na komm, gib mir einen Pfeil. Na, machen wir das von hier. So. Verifiziert werden. Oder ich schreibe mal hier Verify rein, weil wir wollten es auf Englisch halten. Wie du auf den Discord-Server kommst. Ich habe in dem Stream, da ist ein Link drin, den kannst du einfach abtippen im Browser. Das Ding stark nach dem Opal-System. Das Problem ist, dass bei den ganzen Systemen, die ich bislang gefunden habe, die ganzen Lehrer jeweils ihre eigenen Kurse erstellen müssen. Die müssen sich alle separat registrieren, die müssen alles separat machen. Hier wollen wir eine Plattform schaffen, die wirklich alle Lehrer vereint, ja. Also, dass dann quasi nicht mehr jeder Lehrer seinen eigenen Kurs erstellt, sondern alle Lehrer haben dann quasi das Fach Mathe 10. Klasse, okay? Und dann kannst du, dann können sich die Leute quasi auch gegenseitig Aufgaben stellen. Das heißt, ein Lehrer aus, keine Ahnung, Hamburg kann einem Lehrer oder einem Schüler aus Freiburg eine Aufgabe geben und kann dann aber auch einfach von einem Lehrer aus Bayern verifiziert werden. Ja? Das ist alles kein Problem dann. Und wenn du genug Aufgaben gemacht hast, dann sollst du auch die Möglichkeit haben, da irgendwie quasi ein Zertifikat zu bekommen. Das heißt, du hast danach die Möglichkeit zu sagen, hey, schau mal hier, ich kann Mathe 10. Klasse, habe ich bestanden, jetzt darf ich selber Aufgaben kontrollieren für Mathe 10. Klasse und Aufgaben stellen für Mathe 10. Klasse. Das ist so ein bisschen der Clou an der ganzen Sache, dass alle zusammenarbeiten, nicht ihr eigenes Süppchen kochen. Okay, da kam noch eine Frage, kenne ich Live Overflow privat? Privat ist relativ, er war bei der letzten MorphCon dabei, war eigentlich ziemlich cool, ist ein netter Kerl. Okay, so, und hier haben wir natürlich noch den Admin oder irgendwelche Moderatoren. Geh weg. So.
Der Admin, der verifiziert. Der Rahmenplan ist unterschiedlich, aber man muss es ja nicht nach Mathe 10. Klasse aufteilen. Du kannst ja einfach sagen, zum Beispiel Bruchrechnen. Ich glaube, das steht auf jedem Lehrplan drauf. Und wenn du dann Bruchrechnen hast und du hast in einem anderen Bundesland von mir aus Bruchrechnen erst ein Jahr später, ist ja kein Thema. Dann kann der trotzdem halt Bruchrechnen sehen, das Kapitel. Ich meine, der Lehrplan ist ja völlig egal. Okay, also der Admin verifiziert jetzt hier die Leute, beziehungsweise es muss nicht ein Admin sein, es kann einfach irgendeine höhere Instanz sein. Kann zum Beispiel sein, dass das hier jetzt irgendjemand ist, der dann, ja, der zum Beispiel Schulleiter ist oder sowas. Gut. So, okay, das ist erstmal so das Grundkonzept, was wir hier brauchen. Und jetzt brauchen wir natürlich noch die Möglichkeiten, die der User hat, beziehungsweise generell die Sachen, die man machen kann. Ich mache jetzt einfach mal unten drunter weiter. Wisst ihr was, wir machen hier ein neues Blatt, was man, also das ist unser Login. Okay, das hier wird unser, ja, Änder Lehrer zu Teacher, danke. Teacher, so. Das ist fucking anstrengend, euch die ganze Zeit zu lesen, weil ihr auf einem völlig anderen Bildschirm seid bei mir. Früher ging das mal bei OBS, aber irgendwie klappt das gerade nicht. Das hat irgendwie momentan, oh, ja, so fett bist du nicht. Okay. So, jetzt wollen wir hier für den User mal alle Aufgaben festhalten, die der User kann. Und sorry, meine Diagramme sind wahrscheinlich nicht korrekt, aber ich möchte einfach nur, dass man versteht, was man genau machen kann. Ja, okay, du hast recht. Okay, du hast recht. Das sind 2 Stränge. Das lassen wir trotzdem so, das ist okay. Man kann vielleicht auch direkt vom Admin einfach verifiziert werden. Das ist erstmal okay. Man soll nur verstehen, was da gemeint ist. Der User, der hat jetzt mehrere Möglichkeiten. So, was kann denn der User alles machen? Okay, zunächst mal. Ich weiß nicht, ob die Schule eine Datenbank hat, wo alle Lehrer drin sind, wenn ich ehrlich bin. Da würde ich nicht drauf gehen. Ich würde das separat machen. So, okay, der User. Was hat der User alles für Funktionen? Erstmal kann er sich seinen eigenen Lehrplan zusammenstellen. Ja? Das soll definitiv gehen. Damit meine ich jetzt nicht, dass er sich zum Beispiel für Mathe oder für 10. Klasse einschreibt. Man soll dann wirklich sagen können, ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Wenn ihr zum Beispiel in der 9. Klasse programmieren wollt, aber ihr hattet noch nie Programmieren in eurem Lehrplan, sollt ihr trotzdem programmieren können. Das ist so die Idee dahinter. Und sorry, ich trinke nebenher noch einen Kaffee, der wird langsam kalt, deswegen muss ich den mal hier. So, doch, das ist für den Hackathon. Der Hackathon hat noch nicht angefangen. Ich fange nur schon mal an, die Idee quasi klarzustellen, damit wir alle da auf einem Nenner sind. Weil ich eben schon von vielen gehört habe, wir nutzen Google Scholar, wir nutzen Ilias. Deswegen, ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist, wenn da jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und ja, genau, kann sein, dass der jeweilige Schulbezirk eine Datenbank mit Lehrern hat, aber ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich an diesem Wochenende schaffen, die Datenbank da jeweils einzulesen. Vor allem weiß ich auch nicht, ob das datenschutztechnisch so in Ordnung ist. Das ist ein bisschen schwierig. Okay, also wir wollen unseren Lehrplan zusammenstellen können, quasi per Drag and Drop. Das ist eine der Grundfunktionen, die man braucht. Man soll aber selbstverständlich auch... Gebt mir einen Pfeil. So. Man soll selbstverständlich auch ein Fach auswählen können. Also man hat ja dann, wenn man ausgewählt hat, man kann seinen Lehrplan zusammenstellen. Aber man soll auch einfach so sein Fach auswählen können, dachte ich mir. Damit man quasi sagen kann, ich möchte jetzt gerne Mathe lernen. So, und wenn man sein Fach ausgewählt hat, soll man bitte seine Lektion auswählen. Lektion auswählen. Und anschließend soll man dann, also Lektion, ich mache hier tatsächlich jetzt, glaube ich, mal Beispiele rein. Fach soll sein, zum Beispiel, und ja, ich weiß, das ist jetzt nicht UML-getreu, aber ich möchte einfach bloß, dass man versteht, was ich meine. Deswegen ist mir das jetzt gerade eigentlich relativ egal. Muss ich leider zugeben. Ja, und ich wollte bei Englisch bleiben. Es tut mir leid. Nein. Lehrplan. Manage Curriculum. So, Fach auswählen. Choose Subject. Und hier sagen wir EG. Genau, man kann das, also je nachdem, wie viele
wie viele Leute wir haben, können wir hier also wir brauchen mehrere Backends logischerweise und wir werden vielleicht sogar schaffen, eine Website zu schreiben und eine App. Weiß ich nicht genau, ob wir das schaffen, ob wir genug Leute haben, die mitmachen. Aber genau, das ist eigentlich relativ flexibel. Also ich meine, im Endeffekt kann man dafür auch eine Desktop-App schreiben, wenn man das möchte. Je nachdem, wie viele wir eben haben. Gut. Dann haben wir hier Choose Subject, zum Beispiel Mars. Dann wollen wir hier Choose Chapter. Ist vielleicht sogar eindeutiger. E.g. Gib mir ein Mathe-Thema. Gib mir mal bitte kurz ein Mathe-Thema. Ich habe das schon ewig nicht gemacht. Sagen wir einfach mal. Was macht man denn in Mathe so in der Mittelstufe? Bruchrechnen. Bruchrechnen. Okay. Dann können wir hier. Wobei, stimmt, wir sollten da vielleicht nicht Bruchrechnen hier reinpacken, sondern zum Beispiel Analysis hier rein. Und dann sagen wir hier ein Thema. Das Thema packen wir hier rein. Und das wird dann Choose. Wie nennen wir das? Lecture. Choose Lecture. Und dann sagen wir hier e.g. Functions. Okay, also Funktionen quasi oder sowas. Genau. Also das ist quasi dann so die Vorgehensweise, dass das Ganze auch unterteilt ist, dass ihr hier unterteilt habt in Subject, Chapter, Lecture, dass ihr nicht direkt einfach alles vorne seht, sondern seid ihr einfach komplett. Ah ja, Calculus. Danke. Entschuldigung. Calculus. Okay, das heißt, ihr seid komplett dann hier. Ihr könnt auswählen, was für euch sinnvoll ist. Ja, und wenn ihr das dann ausgewählt habt, dann könnt ihr selbstverständlich eine Übung starten. Das ist quasi der nächste Schritt. Beziehungsweise, wie nennen wir das? Do Task. Nennen wir es einfach mal Do Task oder nennen wir es einfach mal nur Task. Und der ist random, also zufällig verteilt. Und jetzt können wir hier quasi sagen, okay, wir kriegen einfach eine der Übungen, die in dieser Lecture eingegeben wurde, kriegen wir zufällig. Das heißt, ihr kriegt irgendeine zufällige Übung für irgendwelche Funktionsableitungen oder sonst irgendwas. Und dann bekommt ihr aus diesen Dingern eine zufällige Übung, könnt die bearbeiten und die wird dann im besten Fall automatisch überprüft oder nicht automatisch überprüft. So, das wird jetzt irgendwie gerade schon fast ein Flow-Diagramm, ne? Ja, okay, das ist in Ordnung, können wir so machen. Okay, nachdem ihr diese Übung bearbeitet habt, also ihr habt hier zwei Möglichkeiten. So, jetzt sollte ich hier wirklich irgendwie anfangen mit einem Flow-Diagramm. Ihr habt hier zwei Möglichkeiten, und zwar einmal könnt ihr die Übung selbstverständlich bearbeiten. Beziehungsweise eigentlich haben wir sogar drei Möglichkeiten. Eigentlich haben wir sogar drei Möglichkeiten, und zwar einmal können wir sie bearbeiten, einmal können wir sie abbrechen und einmal können wir sie falsch bearbeiten. Ja, können wir machen. Das sollte vielleicht dann auch intuitiv steuerbar sein im besten Fall. Ja, mehr als 8 Leute pro Team macht wenig Sinn, das stimmt. So, okay, dann sagen wir jetzt hier mal. Wir wollen ja, genau. Lasst uns hier File. So. Success. Mein Englisch ist heute irgendwie ein bisschen schwierig. Ich kann nicht gleichzeitig Deutsch reden und dann Englisch denken beim Schreiben hier. Das ist wirklich, wirklich schwierig gerade. Es tut mir leid, wenn da echt ein paar Fehler drin sind. Mein Gehirn kann nicht so schnell umschalten. Okay. Dann haben wir hier einmal die zweite Variante. Okay, dann gehen wir hierher. Ja, sagen wir einfach wrong.
Dann wissen wir, dass es damit falsch ist. Dann passiert das hier. Und wir können natürlich auch noch abbrechen. Machen wir das mal hierher. So. Dann sind wir hier wieder auf einer Reihe. Okay. Ja, Failure ist vielleicht besser hier als... Dankeschön. Morpha ist das Multitasking-Talent. Nee, das... Also, Multitasking war noch nie eine meiner Stärken. Wir Menschen sind eigentlich auch nicht Multitasking, habe ich mir sagen lassen. Deswegen mache ich mir da auch nicht wirklich einen Vorwurf. So, und dann haben wir noch hier Abort. Also quasi, dass wir es abbrechen. Okay. Wenn wir das Ganze schaffen, dann... Wobei, vielleicht sollten wir Abort nach oben schreiben. Weil Abort ist das kürzeste. Wenn wir nämlich aborten, also quasi abbrechen und nichts mehr machen müssen, dann passiert eigentlich gar nicht so viel. Dann heißt hier einfach nur Return to... ja, Return halt. Also die genaue Implementierung, das überlasse ich selbstverständlich euch. Das ist absolut euer Ding. So, jetzt muss ich mal wieder kurz den Chat lesen. Guten Morgen Internet, guten Morgen auch. Okay, wenn wir versagen, ja, dann kriegen wir natürlich keine Punkte und bekommen Random Next Task. So. Und wenn wir Erfolg haben, kriegen wir Assign Points. Also wir bekommen Punkte quasi dafür, dass, oder der User bekommt Punkte dafür, dass er diese Aufgabe hier gelöst hat. Ups, Assign. Und er soll dann selbstverständlich auch die nächste Aufgabe bekommen. So, das schiebe ich jetzt mal noch ein bisschen hier rüber, damit man auch unterscheiden kann, was ist. Okay. Genau. Was man aber auch noch machen kann mit dem Task, dann kann man nämlich jedes Mal sagen, eigentlich ist das hier eine Loop, ne? Wenn ich das hier so... Geht das? Ja, das geht. So, okay. Und mit dem Task kann ich hier auch noch sagen, dass wir den bewerten wollen. Denn das ist wichtig, wenn wir hier nämlich irgendwelche Trolle haben, weil ja am Ende der User auch tatsächlich Task erstellen können soll. Wollen wir, dass der User auch die Möglichkeit hat, einen Task, also irgendeine Übung, die vielleicht dumm ist oder die halt keinen Sinn macht in der Lektion, dass er die als Troll reporten kann. Ja. Jetzt muss ich die verbinden hier. Genau. So. Report. Was dann passiert ist, brauchen wir wieder mal so ein kleines Sternchen hier. Okay, wir können auch noch einen Schwierigkeitsgrad reinpacken, ja. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, das stimmt. According to points until now. Okay. Ja, okay. Genau, machen wir so. UML-Skills habe ich gar keine, es tut mir leid. Also ihr könnt das gerne auch noch schöner machen danach. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier gerade live als Rohentwurf. Genau. So, also wenn wir das ganze Ding jetzt reporten, ja, dann sagen wir 3 or more votes. Wenn wir 3 oder mehr die Hintergrundmusik nervt, sagen das alle? Dann kann ich ausmachen, ist kein Thema. Ist jetzt nicht so, als müsste ich das haben. Ich dachte nur, das ist vielleicht angenehm. Okay. So. Dann kannst du gleich den Schwierigkeitsgrad sowohl die nächste Aufgabe bestimmen, erfolgreich höher, Pfeil niedriger. Genau, es kommt ein Level-System rein, genau, da bin ich jetzt gerade dabei, deswegen hier diese Punkte auch. Aber das machen wir gleich noch. Nee, lass sie an. Danke. Okay, wir machen jetzt eine Abstimmung. Kann ich hier irgendwo eine Abstimmung machen? Abstimmung, geht das im Chat? Moment, ich muss gucken. Das gibt's hier irgendwo. Bessere wäre schön.
Aha, okay, bessere. Was wäre denn bessere? Das sind Lieder, die ich einfach in der Playlist laufen lasse. Es kann sein, dass das nächste dir schon besser gefällt. Dann lassen wir es jetzt mal laufen. Wenn sich jetzt noch mehr Leute beschweren, dann sagt ihr einfach Bescheid. Wir machen hier noch ein bisschen leiser. Dann ist das für euch auch angenehmer. So, jetzt dürftet ihr es wahrscheinlich. ohne. Indie-Folk. Hardcore. Ohne. Hardcore darf ich nicht spielen. Hab keine Lizenz dafür. Okay, gut. Dann machen wir jetzt einfach mal ohne. Ihr könnt ja selber Musik reinmachen. Das ist ja eure Ding, eure Sache. Dann habe ich auch keine Lizenzprobleme mehr. So. Okay, 3 oder mehr Votes, dann wird das Ganze überprüft von einem Lehrer. Ja? Das heißt, UML-Skills nicht vorhanden. 404, ich sag's euch. Ewig kein UML gemacht. Letztes Mal war bei meiner Masterarbeit, als ich UML angefasst habe. So. Okay, also. Genau. Wir wollen, wenn 3 oder mehr Votes da sind, dass es quasi, also dass es 3 oder mehrmals reported wurde, wollen wir, dass es hier check by Lecturer oder so. Beziehungsweise, wie haben wir ihn genannt? Wir haben ihn Teacher genannt. Okay, dann bleiben wir bei Teacher. Check by Teacher. Und wenn hier tatsächlich jetzt das Ganze ist Troll. Ne, das sollten wir vielleicht nicht ist Troll nennen. Nennen wir es ist Troll, ganz ehrlich. Man weiß, was das ist. Okay, Sekunde, wir machen hier jetzt gerade nur die normalen Übungen, die man bestehen oder durchfallen kann, okay? Das mit dem Punktesystem oder mit Noten, das kommt noch. Also machen wir aber jetzt nicht direkt hier. Okay, wenn das Ding Troll ist, dann kriegt der Creator of Task is banned from creating tasks. So, das heißt, er darf keine Übung mehr erstellen. Oh ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Possible solution. Ja, shit. Ja, danke für gar nichts. Okay, so. So, das kann man erkennen. Okay. Und vielleicht sollte ich hier den Pfeil nach drüben setzen. So. Okay, gut. Create of Task is banned from creating tasks. Ist logisch, oder? Wenn derjenige, der die Aufgabe erstellt hat, getrollt hat, dann schmeißt man ihn raus. Wenn allerdings, und das ist jetzt der andere Fall, den ich mir heute Nacht irgendwann mal, der ist mir beim Schlafen quasi gekommen, wenn derjenige oder wenn die 3 Leute, die gewotet haben, Trolls sind, achso, halt, das sollte ich vielleicht noch Yes ranschreiben. Yes. No. Also, das heißt, wenn diejenigen getrollt haben und das Ganze reported haben, obwohl die Aufgabe absolut valide ist, dann soll das Ganze so sein, dass die Leute, die gewotet haben, Voters are banned from voting. Damit die quasi einfach nicht mehr hier. So, Headset ausgezogen, wenn wir eh keine Musik haben. Dann können die eben nicht mehr voten. Gut. Okay. Wir haben hier jetzt im Endeffekt so ein grobes Ding für die Übung gemacht. Jetzt müssen wir aber natürlich noch abklären, wie die ganzen Übungen aussehen. Das heißt, wir haben hier eigentlich nur das Grundgerüst. Das ist aber okay. Erstmal würde ich sagen, wir speichern das jetzt mal. Machen wir hier mal einen neuen Ordner auf meinem Schreibtisch. Wir versus Virus. Die haben ein neues Dateiformat. Oh nein, fängt jetzt wieder das. Oh nee, jetzt fängt wieder das Tearing an. Es tut mir leid, das war bisher eigentlich echt in Ordnung. Ich habe es extra getestet. Okay. Okay. Wir machen hier. Wie nennen wir das? Concept. So. Gut, das nächste ist, wenn wir hier diese Punkte bekommen haben, dann soll natürlich was überprüft werden. Das soll quasi parallel laufen. Also man bekommt trotzdem die nächste Aufgabe zugewiesen, aber wenn wir jetzt eine gewisse Anzahl an Punkten haben, soll quasi beides passieren. Ja, ich sehe es, dass der Screen buggt. Das tut mir sehr leid. Wie gesagt, ich habe es getestet ohne Ende, aber irgendwas stimmt mit OBS nicht. Und ich dachte, sie hätten es gefixt, aber sie haben es scheinbar wieder kaputt gemacht.
Genau, Rechtschreibfehler, ja, ja gut, dann muss, ja, die müssen wir noch einarbeiten. Junge, fix das, was soll ich tun? Ich kann da nichts fixen, es tut mir leid. Okay, das war aber schon auf Linux oder auf meinem Linux zumindest schon eine Weile echt so. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann auf Windows umbooten und kann dort weiter dran gehen. Und dort haben wir dann das Problem, dass wir, naja, den Stream nochmal neu starten. Sprich, die ganzen Zuschauer sind erneut, weil ich dann die ganze Zeit hier wieder irgendwas mache. Okay, aber, ja. Also, wenn wir die Punkte zugewiesen haben, da müssen wir jetzt dann nochmal ganz kurz einen Fall machen. Und zwar, wenn wir die Punkte zugewiesen haben und wir haben mehr. Das wird ja immer schlimmer hier. Was ist denn hier los? Ich mach mal kurz nochmal die Musik an, ja? Das wird nicht besser. Okay, schade. Das wäre zu schön gewesen. Ich mach mal hier ein paar Sachen zu. Vielleicht funktioniert das dann. Aha. Aha, es wird besser. Es wird besser. Nein, es wird nicht besser. Okay. Ja, sorry, ich kann nichts dagegen machen. Ihr könnt euch am Ende einfach das. Ah, Leute, okay. Ich lese jetzt nicht mal den Chat mit. So, kenne ich mich mal. Okay. Also, wenn man hier größer x Punkten hat, dann kann man jetzt hier tatsächlich sagen, man bekommt Zugriff auf die Abschlussaufgabe. Das heißt, jetzt hier Zugriff auf die Abschlussaufgabe. Okay, Moment. Ja, nee, ich kann das jetzt nicht fixen. Es tut mir leid, das geht jetzt einfach gerade nicht. Okay, wenn man hier mehr Punkte als x hat, das x müssen wir noch definieren, das weiß ich noch nicht genau, dann bekommt man Zugriff auf die Abschlussaufgabe, Final Task. Und, genau. Final Task Access. Okay. So. Jetzt, wenn wir die Abschlussaufgabe ausführen, das ist noch was der User machen kann. Das wollen wir aber gleich machen. Das ist jetzt quasi so eine normale Übung bearbeiten. Die normalen Übungen haben wir noch nicht gemacht. Und die müssen wir noch machen. So, jetzt Sekunde, ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht. Die muss ich mir jetzt mal ganz kurz durchlesen. Okay. Ja, ich glaube, das ist erstmal alles, was wir für die normale. Ja, für die normale. Ups. Achso, ja, ich muss ja neu speichern. Für das normale Konzept oder für die normale Übung brauchen. Das heißt, wir nennen das jetzt einfach mal hier um in Task. Okay. Jetzt machen wir hier Final Task. Das heißt, wenn wir einen finalen Abschluss, quasi die finale Abschlussaufgabe User, nicht Final Task. Wenn wir die finale Abschlussaufgabe bearbeiten, dann muss die von einem Lehrer kontrolliert werden. Das ist Quatsch, das will ich nicht. So. Okay. Und zwar sagen wir dann Access Final Task. Seid ihr alle Bots oder was ist los mit euch? Denglisch ist wild, Denglisch lässt grüßen. Ja, das ist korrekt, weil ich hier versuche, das Ganze auf Englisch zu formulieren, weil man das so machen sollte. Aber mit euch auf Deutsch reden möchte. Oder soll ich jetzt switchen auf English now? So. Nein. Nein, einfach nein, okay? Okay, Access Final Task. Das heißt, wir wollen hier die letzte Aufgabe. Wir müssen sie nicht nur accessen, wir müssen sie einfach nur submit. Wobei, nee, Work on Final Task. So, okay. So, wenn wir jetzt hier das gemacht haben, also quasi submitten, submit Final Task, dann können wir hier das Ganze überprüfen lassen. Der Final Task, der soll jetzt oder der muss von einem Lehrer überprüft werden, nicht von einem anderen Schüler. Also ich meine, es gibt auch Aufgaben, die können nicht also hier gerade bei dem Task, können wir nicht immer davon ausgehen, dass die automatisch geprüft wird. Also manche können hier die Aufgabe auch so bearbeiten und automatisch prüfen lassen. Das ist okay.
Aber manche Aufgaben können nicht automatisch geprüft werden. Die werden dann von anderen Leuten gecheckt. Das müssen wir noch quasi reinbringen. Das packen wir noch. Beziehungsweise wir könnten das auch direkt hier reinmachen. Ja, machen wir in einem separaten Diagramm. Aber das hier wird auf jeden Fall von einem Lehrer geprüft. Also das heißt, der Teacher checks. Ich muss gerade mal wieder den Chat lesen. Das ist echt anstrengend mit euch. Wenn ihr hier die ganze Zeit irgendwelche komischen Sachen reinschreibt, Leute. Okay. Teacher checks for points. Und der gibt jetzt auch tatsächlich mehr als nur ein ist korrekt oder ist nicht korrekt, sondern er gibt halt tatsächlich Punkte. Ich mache das jetzt mal hier runter. Na komm. Okay. Okay. Ne, da brauchen wir auch wieder so einen kleinen Diamant, weil wir einen Fall haben. Und zwar gibt es die Fälle, dass man... Ey, nein. Ach, deswegen hasse ich Draw manchmal. So. Okay. Points assigned. Okay, jetzt haben wir hier mehrere Fälle. Und sagen hier mal... Warum würde ich 2 Fälle brauchen? So. Nee, Points. Also du bekommst Points zwischen 0 und 15 Points. Das sollte ich vielleicht noch dazu schreiben. Wie in der Oberstufe quasi. 0 bis 15 Punkte. So, für den Fall, dass die zugewiesenen Punkte... so, Moment, wo habe ich mir das aufgeschrieben? Jetzt muss ich meinen Zettel durchwühlen. Ich habe mir viele Zettel aufgeschrieben. Und ja, ich schreibe tatsächlich noch auf Papier. Könnt ihr mich verurteilen, wie ihr wollt. Tja, das ist das Problem bei Papier. Es ist nicht sortiert. Ja, okay. Ich finde es nicht. Na gut, dann machen wir das nochmal. Also, wenn wir mehr als... ich glaube, ab 5 Punkten hat man bestanden, oder? Ab 5 Punkten hat man normalerweise bestanden, glaube ich. Das heißt, wir haben hier das, wir haben Past Module. Habe ich es Module genannt oder habe ich es anders genannt? Lecture. Wobei Module eigentlich echt gar nicht so schlecht wäre. Chapter, ja, sagen wir hier Module dazu. Okay, also wir bestehen quasi die Lecture und können aber nicht mehr machen. Wenn wir, so, jetzt wird's komplex, ja. Jetzt machen wir hier mehrere Fälle. Wenn wir, das muss weiter runter, wenn wir hier bestehen mit mehr als 5 Punkten, genau dahin will ich dich. Und zwar mit 6 bis 10 Punkten kriegen wir die Möglichkeit, ja, wobei sollte man vielleicht ein bisschen mehr machen als nur 5 Punkte. 5 Punkte ist ein bisschen low, sonst wird es schwierig hier mit neuem erstellen. Sagen wir mal, von 0 bis 10 Punkten hat man einfach nur bestanden. Wenn wir 10 bis 12 Punkte haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, oh ja, ups, das sollte hier nicht rein. Das sollte auf dem Pfeil eigentlich. 10 bis 12 Punkte. Dann haben wir die Möglichkeit, auch Übungen zu kontrollieren. Also das heißt, gain ability to check tasks. Aber nicht die Abschlussaufgaben, sondern nur eben die normalen Sachen. Oh, Leute, ernsthaft. Von 0 bis 10 hat man einfach, okay, ja, stimmt, von 0 bis 10 hat man nicht bestanden, du hast recht, das macht keinen Sinn. Von 5 bis 10 hat man bestanden. Wenn man weniger als 5 hat, dann hat man nicht bestanden, dann muss man es einfach nochmal wiederholen. Das heißt, da passiert einfach gar nichts. So, von 10 bis 12 Punkten hat man sowohl bestanden, als auch man bekommt die Fähigkeit, hier ab sofort auch Übungen von anderen zu korrigieren. Und wenn man jetzt sogar mehr hat als das, das heißt, man bekommt, sagen wir mal, 12 bis 15 Punkte, das wäre dann im 1er-Bereich. 12 bis 15 Punkte.
Dann bekommt man sogar noch die Möglichkeit hier zu sagen, man darf selbst Übungen erstellen. Das heißt, gain ability to, also das wird gleich besser, to create tasks. Okay. Und logisch, dass das eigentlich jeder haben möchte. So. Okay, perfekt. Gut. Und das ist eigentlich auch alles hier. Also das heißt, wenn wir hier 12 bis 15 Punkte haben, haben wir alle 3 Möglichkeiten. Während wenn wir einfach nur 5 bis 10 Punkte haben, dann kriegen wir halt nur die Möglichkeit, hier weiterzukommen in die nächste Lektion. Das ist eigentlich auch, glaube ich, so sinnvoll. Das heißt, man kann hier wirklich flexibel sagen, was eigentlich passieren soll. So, und selbstverständlich bedeutet, wenn wir hier die Lektion gepasst haben, dass wir auch ein Zertifikat zum Runterladen bekommen. Das heißt, Download Option for Certificate. Das heißt, dass man quasi bescheinigen kann, dass man dieses Modul auch gepackt hat. Und damit hast du quasi bewiesen, okay, ich hab das jetzt bestanden. Das ist dann das Ding, was ihr eurem Lehrer schicken könnt im besten Fall. Und der sagt dann, yo, du hast jetzt hier Mathe, was weiß ich was, mit dieser Note bestanden. Das heißt, ihr müsst gar nichts anderes mehr tun. Im besten Fall. So. Okay. Dann, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich alles gemacht habe. Genau. Man bekommt generell immer Punkte. Also das hier, gut, das ist quasi für das Zertifikat. Ah, genau, hier haben wir die Punkte noch nicht. Genau, man bekommt die Punkte, da muss ich mal ganz kurz drauf gehen, in der Lecture, im Modul und im Subject. In Subject. So, und dann habt ihr quasi so eine zusammenfassende Punktzahl in eurem Subject. Das heißt, ihr habt zum Beispiel 152 Mathe-Punkte, damit seid ihr halt so und so gut. Und damit kann man dann quasi ein Level-System anlegen. Das ist dann aber erstmal optional. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal nur das Wochenende Zeit. Das heißt, da passiert nicht so viel. Und das können wir dann danach machen. Aber da kann man wunderbar ein Level-System draus bauen. Also wenn ihr da irgendwie zu viel Zeit habt oder sowas, dann könnt ihr das einfach machen. Das Zertifikat fälschen, das könnte man tun, aber man kann das hier einfach quasi online verifizieren lassen. Ich habe da auch eine Plattform, die könnten wir theoretisch sogar benutzen. Nennt sich certificates.the-morpheus.de. Die können wir auch tatsächlich hier verwenden dafür. Mehr Sinn macht wohl 5 bis 9, 10, ja okay, du hast recht, 5 bis 9, wenn wir beim anderen bei 10 anfangen. 5 bis 9, 10 bis 12 und 13 bis 15, ja, hast recht, absolut richtig. Okay. So. Okay, gut, jetzt haben wir quasi die Option, oder halt die Option, das Zertifikat runterzuladen und eventuell können wir jetzt auch neue Aufgaben erstellen. So, das ist jetzt erstmal, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wenn ihr den Task erstellt, das machen wir jetzt hier mal in einem separaten Diagramm. Das heißt, ihr erstellt eine Aufgabe als User oder als, nee, wobei eigentlich als User sogar, gib mir jetzt, danke, als User. Dann gibt euch das man sollte erst ab 12 kontrollieren dürfen. Meinst du wirklich? Also wenn die Aufgaben schwer genug sind, dann eigentlich nicht. Okay, egal. Jetzt machen wir erstmal hier den User. Das heißt, der User kann natürlich auch Abgaben prüfen. Das heißt, check Tasks. Wobei eigentlich kann das jeder tun, also auch der Lehrer. Nein, was soll das? Mach mal weg hier. So. Um Himmels Willen, Leute. Okay. Teacher. So. Okay. Die können beide die Aufgaben überprüfen. So, aber natürlich nur, falls diese Aufgaben nicht automatisch überprüft werden können. Okay, und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, dass die beiden eben eine Aufgabe erstellen. Das heißt, wir machen hier mal. Ich glaube schon.
Okay, das sollte ich in einem separaten Diagramm machen, glaube ich. Das können wir noch irgendwie bearbeiten. Mal gucken, was man da noch braucht. Check Task. Der Lehrer soll auch noch die Möglichkeit haben, hier die Abschlussaufgaben zu überprüfen. Check Final Task. Und dann selbstverständlich Assign Points. Und hier können wir einfach nur sagen, Assign Passed, not passed. Okay. So, dann haben wir das da zumindest fertig. Jetzt machen wir hier mal die Möglichkeit rein, dass man... Oh, ja, das wollte ich nicht. Ich wollte sie umbenennen eigentlich. Und zwar mit Create Task. Und hier ist es jetzt interessant, weil hier kann jetzt der User auch einen Task erstellen, zumindest potenziell. Aber wobei, das könnte ich hier drüben auch noch kurz eintragen. Dann machen wir noch einen kleinen Zwischenschritt rein. Lehrer dürfen das immer, User eben nicht. Has ability check tasks. Das Ding muss größer werden. So. Okay. So. Also wir haben quasi, wenn wir die Möglichkeit haben, einen Task zu überprüfen, dann können wir das machen und der Teacher kann das direkt machen. So einfach ist das. Gut, jetzt zu den Aufgaben. Dann wird es vielleicht auch ein bisschen klarer, wie diese Aufgaben aussehen können. Wir haben hier einmal natürlich den User und wir haben den Teacher. Und der User darf wieder mal seine Aufgaben erstellen. Für den Fall, dass er die Ability hat, aber ansonsten eben nicht. So. Has ability. Create Task. So. Und hier machen wir das. Ups. Hier machen wir dasselbe. So. Die beide können einen Task erstellen. So, und jetzt so ein Task, wie kann der aussehen? Das überlegen wir uns jetzt mal. So. Okay. Ich mache 1:1 Moodle nach. Nein, ich glaube nicht. Moodle hat da mehr Limitierungen. Bei Moodle arbeiten nicht alle Lehrer und Schüler gleichzeitig nach. Und warum verwenden wir nicht zum Beispiel Google Classroom? Das haben wir tatsächlich gestern in Discord überprüft, ob wir das verwenden können. Da ist allerdings limitiert auf 25 Lehrer und wir wollen es ja quasi deutschlandweit haben. Das heißt, 25 Lehrer wird dann niemals reichen. Und nein, ein höheres Gewicht brauchen wir eigentlich auch nicht. Dass man Aufgaben auch per Foto einstellen kann. Niemand beherrscht LaTeX oder sowas für Formeln. Die meisten Lehrer können nicht mal tippen. Das geht sonst nicht. Eigentlich eine gute Idee, ja. Eigentlich gar nicht so übel. Das ist okay, ja, können wir machen. Also, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Das ist das. Genau, das hier. Okay, also wir wollen jetzt Aufgaben erstellen. Also, wir können hier erstmal sagen, eine Aufgabe wird erstellt. Create. Jetzt beruhig dich, ja, mit dem Verteilen oder Vermitteln des Stoffs, das machen wir gleich. Create Task. So. Und neben dem Task, also jetzt müssen wir erstmal hier eine Liste anlegen, was dieser Task alles beinhaltet. Dann nehmen wir mal das dazu. Und das da. Okay. Habe ich hier irgendwie genau das da. Okay. Wobei, vielleicht machen wir das. Ne, wobei ist eigentlich ungeordnet. Und das machen wir nach links. So. Und genau, wir wollen also zunächst einmal einen Diskussionsort angeben. Achso, halt, ich sollte auf Englisch bleiben, ne? Shit. Discussions. Ja. Discussions. Wenn ihr eine bessere Formulierung habt, könnt ihr mir gerne sagen. Discussions. Link for Discussions. Nennen wir es mal Link for Discussions.
Und dann haben wir die Möglichkeit, ein Link for explanation, YouTube oder anderes. YouTube könnte man dann irgendwann später noch verbessern. Das geht durchaus, aber in dem Fall brauchen wir das erstmal noch nicht. Okay. Dann haben wir die Möglichkeit, die Aufgabe, describe task. Ups, geht das nicht zum Einrücken? Das sollte eigentlich zum Einrücken gehen hier. Ah ja, perfekt. Okay, also erstmal muss man die Aufgabe beschreiben. Das heißt, man kann das als Foto machen, man kann das als Text machen, man kann das mit einem Link machen, man kann eigentlich alles machen, was euch da einfällt. Also euch ist natürlich auch Freiheit gegeben, wenn ihr das ganze Ding implementiert, okay? Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ihr sagen müsst, hey, ich habe genau diese Vorgaben, sondern ich will euch hier quasi nur erklären, was ich mit dieser Software meine, ja? Das ist eigentlich so der Plan dahinter. Gut, dann brauchen wir natürlich die Möglichkeit, also eventuell haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, die Aufgabe kann automatisch ausgewertet werden. Das heißt, automatic Checker. Yes oder no. Und, falls wir eine automatische Prüfung haben können, ja, hier, da kannst du die Links einfach einbinden. Also quasi dann Erklärvideos einbinden in der Aufgabe. Man kann auch gar nicht voten. Du kriegst um 14 Uhr eine E-Mail, wenn du dich angemeldet hast. Ansonsten kannst du nicht. Und was ihr in dem jeweiligen Team benutzt, das ist mir völlig egal. Das ist eure Sache. Und nein, ihr braucht nicht voten. Ihr habt noch nicht mal ein Team zugewiesen bekommen. Ich sehe es gerade im Discord, dass jemand einen Straw Poll aufgemacht hat. Ihr braucht noch nicht voten. Es gibt noch nicht mal Teams. Ihr wisst nicht, in welches Team ihr reinkommt. Das ist erstmal eine Frage von, wie das Ganze in dem Hackathon abläuft. Okay, also wenn wir jetzt diesen automatischen Checker auf Ja haben, ich mache jetzt hier mal die Option Yes, dann brauchen wir natürlich irgendwie ein exaktes Ergebnis. Exakt Equality of User Input. Option A. Ups. Das heißt, man kann natürlich mehrere Lösungswege angeben. Option B und so weiter. Ich mache jetzt mal nebendran ein Beispiel für so eine Aufgabe. Ja, das soll quasi wie so eine Gedankenwolke, genau das. So, das heißt, da haben wir dann quasi drin stehen, was das eigentlich sein soll. Und jetzt mache ich hier einfach mal tatsächlich hier eine. Okay, Link for Discussions. Dann nehmen wir jetzt einfach mal https://discord.gg/evysHZ. Das sollte der Link sein, den ihr auch gerade sehen könnt bei mir. Und ja, ihr könnt hier natürlich auch Multiple Choice machen. Also, wie gesagt, es kann hier sehr, sehr viele Aufgabentypen geben. Das heißt, ihr könnt ja so viel implementieren, wie ihr wollt. Das machen wir aber noch in einem separaten Ding, ja. Diese Aufgaben hier, das ist jetzt erstmal nur quasi ein Prototyp, okay? Was für Aufgabentypen ihr dann im Endeffekt implementiert, das bleibt eurer Zeit überlassen. Im Endeffekt haben wir halt nur dieses Wochenende Zeit. So, Link für Explanation, https://youtube.com/themorpheus407. Da kann man natürlich dann einen YouTube-Link einbinden. Okay, dann hier Describe Task. Program Bubble Sort. Und dann automatischer Checker. Sagt einfach Yes. Und wenn das irgendwie möglich ist, dann könnt ihr hier tatsächlich irgendwie, also je nachdem, wie weit wir kommen an Aufgabentypen, könnt ihr da auch tatsächlich einfach Code Evaluation einbauen. Das heißt, der Code wird quasi dann safe ausgeführt.
und Code Evaluation, der wird safe ausgeführt und dann wird einfach das Ergebnis genommen. Wir können da auch tatsächlich irgendwie das Ganze mit den Coding-Challenges verbinden im Notfall, so dass man das quasi einfach dann überprüfen kann. Klar, bei einer Endaufgabe kann man nicht einfach sagen, programmiere Bubble Sort und man evaluiert das automatisch, denn zum Beispiel könnte man hier auch einfach die Python-Aufgabe zum Sortieren verwenden und dann hat man natürlich hier nicht Bubble Sort programmiert. Das heißt, in dem Fall wäre wahrscheinlich sogar hier ein No angesetzt. Das heißt, man muss den Code halt wirklich angucken. Weil im Endeffekt wir nicht sicher sein können, dass nicht einfach eine eingebaute Funktion verwendet wurde, um Bubble Sort zu programmieren und deswegen können wir hier nicht die Aufgabe vergeben. Also funktioniert hier in dem Fall nicht. So, das ist jetzt eine von diesen Übungen. Ich verweise jetzt hier einfach mal dahin. So, und danach, muss ich mal ganz kurz gucken hier. Okay, danach haben wir jetzt hier quasi die Möglichkeit, mehr zu machen. Also das heißt, wir haben jetzt die Aufgaben fertig. Und jetzt muss ich das mal wegmachen hier. So. Okay, jetzt haben wir die Aufgabentypen und jetzt brauchen wir natürlich noch die Abschlussprüfung. Die kann nur der Lehrer erstellen. Habe ich die hier schon drin? Nein, die habe ich noch nicht drin. Nein, ich will dich nicht größer ziehen. Ich will einen Pfeil von dir haben. So. Create Final Task. Das kann nur der Lehrer und die müssen auch immer überprüft werden. Und die Final Task haben auch gerade No Explanation. Explanation. Hey. Explanation, Alter. And no automatic checker. Only verifiable by teachers. So, okay. Also das heißt, genau. Da haben wir das auch schon drin stehen quasi. Und das sind dann quasi einfach spezielle Aufgaben, die halt dann noch ein paar Hintergrundinformationen mehr haben, mehr nicht. So. Okay, das wäre jetzt erstmal das. Und je nachdem, wie so eine Aufgabe aussieht, das ist eigentlich relativ flexibel. Ich ziehe jetzt, wobei nicht, ich ziehe keinen Text rein. Task Types. Mache ich jetzt hier einfach mal sowas. Machen wir hier mal so ein größeres Diagramm. Na, komm. Weiter nach drüben. Okay. Na, darf ich jetzt bitte tippen? Darf ich jetzt bitte tippen? Danke. Okay. Wir wollen zum Beispiel Multiple Choice haben. Wir wollen zum Beispiel Mathe. Maths. Entschuldigung. Equality checkable. Und wir wollen dann natürlich auch noch Dings drin haben. Das heißt, Freestyle. Style Text. Okay. Das heißt, wir können quasi alles machen. So muss es halt dann kontrolliert werden, ist logisch. Falls euch da noch mehr einfällt, dann bitte implementiert das. Das ist Freestyle Text ist ein Textfeld. Das ist quasi eure Möglichkeit, hier jetzt da einfach mal kreativ zu sein, je nachdem, wie viel Zeit wir dann auch haben. Okay. So, jetzt speichern wir das mal. Gut. Okay, dann haben wir, das brauche ich noch, Task Types. So, das wäre jetzt erstmal das. Und damit muss ich mal ganz kurz gucken, ob wir nicht schon echt weit sind hier. Ich glaube, es ist mittlerweile klar geworden, was eigentlich genau sein soll. Genau, wie die Lehrer verifiziert werden sollen. Jetzt machen wir ganz kurz hier den Verify rein. Das macht ein Admin. Na, ach Gott. So, Admin. Okay. Und wir nehmen hier einfach mal
Access Dashboard. Verify Teacher. Und dann sagen wir hier, der Lehrer hat dann offensichtlich schon was hochgeladen. Das heißt, zum Beispiel können wir hier, was hat der Lehrer denn hochgeladen? Zum Beispiel ein Bild. Check Image and License. So. Verifizierungssystem beispielsweise über das automatische Anschreiben der Schule, so kann diese den Lehrer bestätigen. Ja, genau, also dass im Endeffekt einfach hier jemand seine Lizenz hochgeladen hat, beziehungsweise von mir aus auch ein Schreiben von der Schule kommt. Einfach da kann man wirklich flexibel sein. Ich bin mir da selber nicht genau sicher, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ich weiß nicht genau, wie das Team nachher aussehen wird, vielleicht bekommen wir auch tatsächlich einen Lehrer rein. Ich selber bin ja kein offizieller Lehrer, das heißt, vielleicht bekommen wir hier auch jemanden rein, der das tatsächlich machen kann. Aber im Endeffekt, wenn jemand einen Abschluss hat, zum Beispiel in Physik oder sowas, kann der auch direkt Physiklehrer sein, von mir aus. Und ich meine, wenn jemand trollt, dann wird er sowieso reported. Ja? Das heißt, der kann dann eh keine Aufgaben mehr erstellen. Von dem her ist es erstmal in Ordnung. Man braucht dann halt dieses Spam-System. Das brauchen wir so oder so. So. Okay. Die Dashboards generell habe ich mir hier auch mal ein bisschen aufgeschrieben, welche Aufgaben man haben sollte. Oh Gott, wie lege ich mir denn die jetzt hin, dass ich auch noch tippen kann hier? So, die Dashboards. Ups, nein, das wollte ich nicht. Okay, Dashboard. So, und zwar einmal für den User. Das ist das Dashboard. Oh, das war das falsche Zeichen. Ups. Okay. Der User hat erstmal die Möglichkeit, seine Community-Punkte, zu dem bin ich noch gar nicht gekommen, Community-Punkte und Titel. Das ist eben das Level-System, was ich gemeint habe. Also wie ihr das dann am Ende designt, das ist absolut euch überlassen. Wie gesagt, ich will hier nur vorstellen, wie das System funktioniert. Eure Sache ist quasi die Implementierung. Wo haben wir das? Hier, genau. Wir bekommen Punkte, wenn wir eine normale Aufgabe reinbringen. Aber, und das ist jetzt der Clou an der Sache, wir bekommen auch Punkte. Wo ist das? Wir bekommen auch Punkte. Ups. Shit. Okay. Nein, Kollege, was soll das? Das sieht ein bisschen krüppelig aus. Jetzt. Okay. Assign Community Points. Ups, Pins, genau. Ja, jemand kriegt einen Pin dafür, habt ihr es gemerkt? Jemand kriegt einen Pin dafür, wenn er was richtig macht. Okay, Assign Community Points, wenn er eine Aufgabe löst. Und hier bei Create Task bekommt er genauso ein paar Punkte. Das heißt, Assign Community Points. Diese Community Points können wir für ein Level-System verwenden. Und das Tolle ist, Community Points sind auch sehr, sehr wichtig, wenn ihr euch irgendwie zum Beispiel auf einen Job bewerben wollt. Das heißt, ihr könnt da quasi sagen, hey, seht mal her, ich habe mich wirklich um eine Community gekümmert. Ich bin quasi engagiert, ich bin cool dabei, ich habe soziale Kompetenzen. Das ist quasi eine dieser sozialen Kompetenzen, ehrenamtliches Engagement. Das heißt, das kann man auch tatsächlich für eine Bewerbung dann am Ende verwenden und ist definitiv nicht unnötig. Oh nein, oder? Hier hat gerade jemand in Discord den Link gepostet, dass YouTube die Qualität drosselt. Habt ihr noch normale Qualität bei mir gerade? Das könnte erklären, warum ich gerade nicht den Stream mit extrem niedriger Latenz starten konnte, was ich probiert habe und dann kamen 500.000 Errors. Okay, aber egal. So. Also wir bekommen Community Points, wenn wir hier das Ganze haben. Das heißt, wir sehen auch logischerweise die Community Points und den Titel.
das ist quasi das, was wir hier direkt sehen. Okay, sehr gut, ihr habt noch die Qualität. Super. Gut, dann haben wir bestandene Fächer. Wir haben aber selbstverständlich auch die... man muss die Qualität manuell hochstellen. Okay. Wir haben auch die zusätzlichen, beziehungsweise natürlich die Fächer, die wir gerade dran haben, also unseren Englisch. Community Points and Title. Past Lectures. Beziehungsweise eigentlich brauchen wir die nicht. Eigentlich haben wir hier unseren Lehrplan, Curriculum with Points. Das heißt, wir zeigen quasi immer an, wie viele Punkte der jeweilige hat. Und dementsprechend bekommt er dann natürlich auch, also der kriegt dann quasi angezeigt, Mathe 120 Punkte. Und dementsprechend, wenn er auf Mathe draufklickt, sieht er dann hier das Fach so und so viele Punkte, das Fach so und so viele Punkte und so weiter und so fort. Genau. Ab wann geht's richtig los? Wenn du dich angemeldet hast bei dem Wir vs. Virus Hackathon bis 14 Uhr, da hast quasi noch eine Stunde Zeit, dann bekommst du eine E-Mail und dann kommst du irgendwie Zugriff auf Slack und da werden wir dann sagen, hey Leute, Discord it is. Und dann geht's los in Discord, davor nicht. Okay. Also wir bekommen die Punkte. Anschließend haben wir Curriculum with Points. Anschließend sehen wir selbstverständlich auch noch auf unserem Dashboard Submitted Tasks. Das sind die Aufgaben, die wir abgegeben haben, also selbst abgegeben haben. Das ist quasi so eine Liste an Aufgaben in den jeweiligen Fächern drin. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, die Dinger zu editieren. Das heißt, ich muss jetzt hier tatsächlich ein bisschen einrücken, sonst wird das unübersichtlich. Edit Task. Das muss eine Option sein. Oder auch natürlich deleten, sonst sind wir nicht mehr DSGVO-konform, glaube ich. Delete Task. Und wir können natürlich auch neue Tasks erstellen über den Curriculum hier. Create Task. Okay. So, dann haben wir Sekunde. Dann haben wir natürlich hier noch die Troll-Count-Warnung. Troll-Count-Warning. Für die Leute, die quasi einfach irgendwie was gemacht haben. Das heißt, falls irgendwas schiefgelaufen ist oder sowas. Und ja, natürlich lade ich das Diagramm hoch. Hier, ne? Ich habe gerade am Anfang vom Stream eine neue Organisation erstellt auf GitHub. Da wird das hochgeladen, damit wir am Ende auch alle dran arbeiten können. Genau. Und dann haben wir Submitted Tasks. Und dann haben wir selbstverständlich auch die beziehungsweise, Submitted Tasks Published. Nennen wir das hier Published Tasks. Published, das sind die Aufgaben, die man veröffentlicht hat, die andere bearbeiten können. Und das sind die Tasks, die Submitted Tasks sind die Tasks, die yet to check sind. Das heißt, die, wo man noch nicht bekommen hat, ob man bestanden hat oder nicht bestanden hat. Okay. Dann haben wir bestandene Fächer, haben wir eigentlich im Curriculum drin. Hier können wir dann Create Task machen oder auch Download Certificate. Und genau, eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier natürlich auch noch die Möglichkeit zu sehen, ob jemand eine Aufgabe hat. Tasks to check. Und genau, das passt eigentlich auch. So, und das ist eigentlich alles, was der User sehen kann. Weil ich meine, der User, der sieht ja natürlich nicht allzu viel mehr, weil der eben nicht alle Rechte hat. Okay, jetzt haben wir den User hier quasi drin. So, der Lehrer, der hat quasi dasselbe Dashboard, nur noch ein bisschen mehr. So, das heißt, der Lehrer, wenn ich das jetzt hier editieren darf, Teacher, der bekommt
Okay. Der bekommt Zugriff auf alles andere. Das heißt, wir können hier sagen, der bekommt auch noch Zugriff auf Leute, echt, was ist das? Hat doch funktioniert. Okay, wunderbar. So. Additional. Das ist quasi das da. So. Okay. Alter, Junge, was ist los mit dir? Ich sehe hier gerade eine Meldung, dass jemand irgendwas gefragt hat von wegen, ob er ihn quasi vergewaltigen darf. Was ist los mit dir? Ich bann dich jetzt, ey. Kann doch nicht wahr sein. Was ist mit meinem Chat los hier? Toll. Kannst nicht sehen. YouTube, das müsste echt überarbeiten hier. Das funktioniert mal gar nicht gut. Ich sehe hier nur Nutzer vorübergeh und dann war's das. Oder Nutzer auf diese. Nutzer vorübergeh. Irgendwas mit vorübergeh. So. Für 300 Sekunden blockiert. Genau das wollte ich. Okay. So, du bist jetzt blockiert. So eine Scheiße machen wir hier nicht, okay? Okay. Gut. Und zusätzlich zu den Punkten, die eben der User hier oben hatte, machen wir Folgendes. Wir haben als Lehrer noch die Möglichkeit, Verify Trolls. Also direkt auf dem Dashboard. Das ist quasi das Dashboard. So soll das aussehen. Hier unten sieht man auch, was es sein soll. Okay, das Dashboard sagt für den Lehrer auch noch zusätzlich, er kann Trolls verifizieren und er kann Final Tasks Check Final Tasks. Okay, Check Final Tasks. So. Und der Admin, der bekommt nochmal mehr Zugriff. Der bekommt quasi noch zusätzlich den Admin-Teil, aber natürlich auch trotzdem die Möglichkeiten, die ein User hat, okay? Das heißt, man hat da quasi noch mehr Möglichkeiten. So. Wir machen das hier und wir machen das hier. Das funktioniert wunderbar. So. Okay. Na komm. So. Wir haben dann noch die Möglichkeit Verify Teachers. So. Und das ist selbstverständlich nicht die Rolle von dem Lehrer, sondern die von dem Admin. Wunderbar. Okay, cool. So. Und ja, das ist im Endeffekt alles. Also wir haben hier die Möglichkeit, genau, relativ viel zu machen. Ich glaube, das fasst auch relativ gut zusammen, was für Möglichkeiten wir haben. In dem Curriculum können wir natürlich auch noch selbstverständlich die einzelnen Aufgaben anwählen. Do Task. Ja, ich glaube, so hatten wir das genannt, oder? Also Login ist natürlich erstmal das Erste. Dann kommen wir quasi aufs Dashboard. Dort haben wir die Möglichkeit, die Punkte zu sehen, Curriculum zu sehen. Dort können wir dann jeweils drin, also man kann da was auswählen, wie wir hier gesehen haben. Erstmal hier ein Subject wählen, dann Module wählen, Lecture wählen und dann bekommen wir die Tasks und die können wir absolvieren. Dort bekommen wir dann eben immer die Möglichkeit abzubrechen, logischerweise. Wir bekommen die Möglichkeit zu versagen, dann bekommen wir eine Lösung angezeigt und wir bekommen die Möglichkeit durchzukommen quasi, dann bekommen wir die Punkte. Oder, falls der Task nicht automatisch gesolved werden kann, bekommen wir hier direkt... Ja gut, jetzt brauche ich mehr Platz. Shit. So. Okay. Also, falls der Task not automatically checkable... Falls der Task nicht automatisch gecheckt werden kann, dann haben wir hier die Möglichkeit, auch noch direkt hier auf die Solution zu kommen, damit man quasi sieht, was man... was man hier alles machen kann. Und genau, dann haben wir die Möglichkeit eben
direkt die Solution zu bekommen und die nächsten Tasks zu machen, sodass wir quasi Punkte bekommen. In Deutsch zum Beispiel hat man natürlich aufwendigere Tasks, deswegen brauchen wir hier nicht so viele Punkte, bis wir dann wirklich ein Kapitel abgearbeitet haben. Aber ja, das ist zumindest eine Sache. Gut. Und wir können hier natürlich immer noch diese Troll-Votings reinbekommen. Und dann haben wir hier im Teacher-Dashboard haben wir die Möglichkeit, diese Trolls zu verifizieren, wie es eben vorne auch angegeben war. Dann die Möglichkeit, die Final Tasks zu verifizieren. Hier quasi Leute bearbeiten das, Teacher checks und dann bekommen die Leute die Sachen assigned. Also es ist quasi, ja, genau. So, und dann haben wir hier die Möglichkeit, einen Task zu überprüfen, falls er nicht automatisch überprüft werden kann. Ich glaube, das ist eigentlich relativ gut machbar, muss ich sagen. Wir brauchen eigentlich nicht so viel. Das heißt, wahrscheinlich werden wir, ja, das sollten wir vielleicht noch festhalten, was wir hier eigentlich für Teams brauchen, nehme ich mal an. Aber das kann sich ändern. Wie gesagt, das ist eigentlich so ein Ding, das sich ändern kann. Also was wir brauchen können, oder was wir auf jeden Fall brauchen, ist, wir brauchen ein Backend. Das heißt, hallo? Achso, ja, logisch. Sollte ich vielleicht so machen. Wir brauchen Backend, das dann automatisch eben hier für User, Teacher und Admin quasi das den User Microservice, ich nenne das Ding jetzt einfach User Microservice, schreibt. Das ist ein Microservice und ich glaube, wir können die Aufgaben, also die Tasks in Microservice stecken. Task Microservice. Und dann brauchen wir selbstverständlich noch das Backend for Frontend. Das ist dann quasi das, was alles zusammenhält. Ja? Und dann brauchen wir selbstverständlich noch das Frontend. Dann machen wir das mal raus. Frontend. Hier können wir tatsächlich so viel machen, wie wir wollen. Also hier können wir erstmal anfangen mit einer Website, dann mit einer App, dann mit einer Desktop-Umgebung und so weiter und so fort. Also das ist alles absolut möglich. Und genau so können wir eigentlich auch die Teams aufteilen. Also wir können hier relativ viele Teams machen, je nachdem, wie viele sich eben registrieren. Und ja, dementsprechend schauen wir mal. So, das war eigentlich mal so das, was ich mir überlegt hatte, glaube ich. Ich gehe nochmal ganz kurz meine Zettel durch. Und jetzt dürft ihr mal schreiben, was euch noch einfällt, was hier definitiv noch fehlt. Gibt es dabei eine Datenbank? Ja, natürlich gibt es eine Datenbank. Irgendwo musst du ja die Aufgaben speichern. Die sollen ja nicht jedes Mal gelöscht werden. Und die User sollen auch nicht gelöscht werden. Also ich meine, wenn sich ein User registriert, ich hätte jetzt zum Beispiel keine Lust, alle Aufgaben 500 Mal zu machen, damit ich meine Punkte bekomme. Ist schon klar, welche Frameworks, Programmiersprachen verwendet werden? Nein, das darf jedes Team für sich entscheiden. Wir können auch in dem User Microservice in Java arbeiten und im Task Microservice in Python. Ist mir völlig egal. Wie gesagt, in der Programmierung bin ich dann sowieso nicht mehr wirklich dabei. Ich bin im Endeffekt laut Wir vs. Virus Hack bin ich eigentlich nur noch der Koordinator sozusagen. Das heißt, ja, ich bin im Endeffekt nur noch dafür da, quasi euch einzuladen, euch die Rollen zu verteilen und so weiter und so fort. Das war es eigentlich. Und ich werde auch nicht auf alle privaten Nachrichten antworten können, weil einfach wahrscheinlich so viele kommen werden. Das heißt, versucht bitte im Team möglichst viel zu klären und wenn ihr wirklich keine andere Möglichkeit habt, dann schreibt ihr mir eine private Nachricht. Weil ich werde so viel haben wahrscheinlich, weil auch viele Leute den Stream sehen und dann wahrscheinlich um 18 Uhr zu mir kommen, hey, ich möchte mich noch anmelden. Aber bis um 14 Uhr könnt ihr euch anmelden, deswegen streame ich auch heute Morgen, ansonsten wird das nicht funktionieren. Okay? Und was ist der Hackathon? Geh auf die Webseite, die unten dran steht. Also die ist im Stream eingeblendet. So. Sollte es nicht noch mehr Optionen für den Report geben? Was für Optionen suchst du denn noch? Du meinst hier bei dem Troll, ne? Was ist Hackathon? Gehst du bitte auf die Webseite. Wann fängt der Stream an? Alter, wir haben vor einer Stunde irgendwas angefangen. Für jedes Team einen Captain. Nee, eigentlich nicht. In einem Scrum-Team sind alle gleichberechtigt. Das heißt, alle können miteinander kommunizieren. Aber ein Team besteht auch nur aus 8 Leuten. Das heißt, die sind dann halt im Voice-Chat und reden miteinander. Ist ein Informatikstudent im 2. Semester hilfreich? Auf jeden Fall.
Also ihr könnt natürlich auch diese Diagramme noch deutlich erweitern, okay? Das sind nur Vorschläge, wie ich mir das vorgestellt habe. Das soll erstmal klarstellen, was so der Plan von der ganzen App ist, okay? Also nicht irgendwie jetzt sagen, was bei euch jetzt äh, gedacht ist. Scrum hat einen Scrum Master. Ja, ja, aber nein. Also nicht direkt. Der Scrum Master ist ja nicht wirklich was anderes wie ein Teammitglied. Kannst du dich wieder abmelden? Ja, einfach halt kein Projekt auswählen. Du wirst wahrscheinlich eine E-Mail bekommen von dem V versus Virus Hack und da musst du halt einfach nicht draufklicken. So, kann ich ein Video zu Scrum machen? Es gibt eine ganze Playlist zur Softwareentwicklung. Gehst du einfach mal auf meinen Kanal und dann guckst du da rein, ja? Sekunde, ich komme nicht hinterher. Sollen wir das Virus für ihn coden oder was? Nein, ihr sollt kein Virus coden. Ihr sollt Software coden, die gegen die Viruskrise hilft. Er plant den Sprint. Ja, ist richtig. Aber wir haben nur einen Sprint und im Endeffekt planen wir gerade gemeinsam den Sprint hier. Du bist ein Programmiernoob, aber kreativ. Lohnt es sich mitzumachen? Ja, vielleicht kannst du Ideen einbringen. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. X Punkte gleich X Points. Wo? Oh ja, da muss ich noch Points reinschreiben. Aber ich meine, das kann man auch sich denken, dass da dann Points reingehört. Und speichern sollte ich vielleicht mal. So, also ihr könnt natürlich auch noch eigene Diagramme reinfügen, neue Ideen reinbringen und so weiter und so fort. Wir nehmen Java Kara. Ist okay, mir ist das egal, was ihr benutzt. Läuft da Backend dann auf Linux. Das Backend wird auf dem System laufen, was wir bekommen. Ich weiß nicht, ob die uns vielleicht ein System stellen. Bringt hier C was? Mit C kannst du relativ leicht irgendwas anderes machen. Bleibt der Stream on? Nein, der Stream wird nicht on sein, weil, wie gesagt, ich muss jetzt auch noch gleich telefonieren gehen wahrscheinlich, weil mich werden wahrscheinlich wieder 100.000 Sachen erreichen und ich muss das irgendwie koordinieren. Das ist nicht so sinnvoll für euch. Was für Virus, Sprint, welcher Virus? Auf den Link unten klicken, bitte. Der ist sogar. Warte mal, ich mache das jetzt mal größer hier. Ups, das. Nein. Ich habe mich selber getrollt. So, Sekunde, wo ist das da? Das ist vielleicht ein bisschen zu groß gewesen. So, das da. Da draufklicken. Auf diese Links, okay? So, welche Programmiersprache wird benötigt? Das wird sich zeigen, aber ihr könnt auch im Notfall noch schnell was anderes lernen. Das ist nicht so anstrengend, würde ich sagen. Weil, ja, liegt der Virus schon vor? Alter, ich rede von dem Virus, der aktuell rumgeht und alles infiziert. Wir wollen quasi Software schreiben, die dagegen hilft. Kannst auf dem Discord eine extra Kategorie für das Projekt erstellen. Ja, die Kategorie existiert schon, aber da will ich nicht alle reinlassen, weil ansonsten sind die Teams komplett überfordert mit Leuten, die einfach nur reinkommen, um zuzuhören. Und das dürfen die Teams dann für sich entscheiden. Das heißt, ja, das macht definitiv. Oh ja, das kann ich nur unterstützen. Vielen Dank für die Spende übrigens. Aber ja, ich unterstütze auch absolut diese Nachricht. Wir wollen hier was Produktives auf die Beine bringen. Kann ich als Schüler mitmachen. Wenn du coden kannst oder kreativ bist oder zum Beispiel irgendwie designen kannst, auf jeden Fall, natürlich. Also Designer werden auf jeden Fall benötigt werden. Gerade im Frontend ist Design so unfassbar wichtig. So, und dich bann ich gleich, Junge. Wenn du noch einmal trollst, dann bann ich dich. Okay, kannst du auf dem Discord eine extra Kategorie für das Projekt erstellen? Ja, ist doch schon. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Wie alt wird man sein? Bla bla bla. Hilfe. Wo hast du diese Informationen her? Das war nicht auf mich bezogen. Okay, Idee, ein Virus mit Titel Corona? Nein. Wann kommt der Virus? Was? Achso, ja. Okay. Wir programmieren kein Virus, wir programmieren Software, die gegen die aktuelle Krise hilft. Also wir gegen Corona, gegen die Challenges, die Corona mit sich bringt. Zum Beispiel, dass ab sofort alle Schüler frei haben. So, habe ich keinen Chatbot? Nein, leider nicht. Wie gesagt, ich chatte normal oder ich streame normalerweise nicht so häufig. Aber ich bin jetzt noch hier bis ungefähr Viertel vor. Das heißt, so lange beantworte ich jetzt noch Fragen. Und so lange werde ich dann auch noch quasi. Musst du in Deutschland wohnen? Nein, du musst nicht in Deutschland wohnen. Du kannst auch komplett woanders wohnen. Du solltest nur entweder einen Dolmetscher haben oder zumindest Deutsch können. Und offensichtlich schreibst du in Deutsch. Das heißt, du kannst auch mitmachen, logischerweise. Also es ist auf keinen Fall limitiert irgendwie für irgendwen. Was ist das für eine Software? Was soll sie machen? Habe ich gerade 1,5 Stunden vorgestellt.
Programmieren, nein. Okay, Leute, ich komme nicht mehr hinterher, sorry. Wie werden die Teams zusammengesetzt? Das weiß ich selbst noch nicht so ganz genau. Das läuft eigentlich über die Leute, die sich da quasi registriert haben bei Wir vs. Virus Hackathon. Und die machen da quasi, also da können auch Leute reinkommen, die nicht mal in unserer Community sind. Weil, ja, da kann einfach jeder quasi auswählen, bei welchem Projekt er mitmachen möchte. Es gibt dann, was habe ich vorhin gesehen? Irgendwie 1900 Projekte oder sowas. Und dementsprechend könnt ihr natürlich auch gerne bei einem anderen Projekt mitmachen. Ich weiß halt nur nicht, wie die das dann alles organisieren. Und welche Sprache im Backend verwendet wird, das steht nicht fest. Das wird noch in den Teams jeweils diskutiert. Also wenn ihr dann zum Beispiel zu 8 in dem Backend seid und dann sagt ihr, yo, okay, wir haben 7 Leute, die können, I don't know, Python und niemand kann Java, dann wird wahrscheinlich eher Python verwendet werden. Was mit meinem Windows los? Ich habe kein Windows hier, ich habe Arch Linux. Kannst du nochmal von vorn anfangen? Hab das Prinzip nicht verstanden. Was ist Hackathon? Nein, mach ich nicht. Guck dir das Video an, du kannst zurückspulen. So, gibt es eine Unterteilung der Aufgaben nach Bundesländern? Das ist eine sehr sinnvolle Frage und nein, habe ich tatsächlich nicht vor. Ich möchte, dass alles auf einen quasi Streich funktioniert. Das heißt, du hast nicht irgendwie Mathe 10. Klasse, so, warte ganz kurz hier. Nicht Mathe 10. Klasse zum Auswählen, sondern du wählst einfach Mathe aus, dann wählst du Prozentrechnen aus zum Beispiel und dann sagst du, beziehungsweise du wählst dann eben, ja, Prozentrechnen aus oder so und dann sagst du, ich möchte für Prozentrechnen Aufgaben machen. Sprich, du bist nicht irgendwie festgefahren auf das Einzelne. Das heißt, die Lehrer sagen dir dann, für was du quasi deinen Abschluss gerade machen möchtest. So, Troll-Report und anderen Reports, wie dass die Aufgabe einfach nicht gut ist. Du meinst noch ein Voting reinbringen? Das können wir durchaus machen, ja, das ist eine gute Idee. Vote for Task. Müssten wir dann aber noch überlegen, wie wir das machen. Wann beginnt das Implementieren? Das steht auf der Webseite drauf. Die hat da so einen schönen Zeitplan. Genau, und auf der Seite sind auch einige Technologien zusammengefasst, die man verwenden kann. Das kann ich gerne mal ganz kurz aufmachen. Sekunde. So, ich glaube, das steht im Leitfaden drin. Leitfaden hier nicht. Ressourcen. Ressourcen war es auch nicht. Mitmachen. Auch nicht. FAQs. Hier übrigens FAQs. Absolut sinnvoll zum Durchlesen. Wann findet er statt? Bekommen wir Unterstützung? Wie funktioniert ein virtueller Hackathon? Wie viele können teilnehmen? Gibt es Teilnahmevoraussetzungen? Muss ich programmieren können? Da steht das auch dabei. Ich habe keine Welcome-E-Mail bekommen. Die werden am Freitag um 14 Uhr versandt. Dort sind dann weitere Informationen drin. Brauche ich vorinstallierte Software? Nein. Aber du brauchst eine E-Mail-Adresse, weil du für Slack angemeldet werden musst. Was kann als Ergebnis eingereicht werden? Können analog und digital sein. Das heißt, es ist nicht mal irgendwie nur Code. Also ist tatsächlich alles, was irgendwie hilft, der Krise zu begegnen, steht hier dabei. Was passiert mit den Ergebnissen? Die kann man danach weiterentwickeln und da gibt es dann ein digitales Unterstützungsangebot vom Staat tatsächlich, weil dieser Hackathon wird ja auch tatsächlich von Deutschland unterstützt. Okay. Kann ich mich als Team anmelden oder als Unternehmen anmelden? Nein, aber wir können uns absprechen. Das heißt, ihr könnt euch quasi bei mir registrieren. Wir können uns nicht als eins anmelden. Und muss ich Deutsch sprechen können? Nein, aber du brauchst einen Übersetzer oder einen Buddy, der für dich als Übersetzer agiert. Kannst du eine Idee einreichen? Dazu seid ihr jetzt zu spät, da hättet ihr mein Video von gestern gucken müssen. Und genau, welche Cluster gibt es? Was für Sachen gibt es? Einfach mal auf die Webseite gehen, da mal kurz reingucken. Ist sehr, sehr hilfreich. Und da gab es auch noch irgendwo weitere Informationen. Wo habe ich denn die? Hackathon? Vielleicht da? Nein, ich glaube nicht. Irgendwo hier gab es auch noch den Technologie-Stack. Ich glaube, Leitfaden vielleicht. Ja, hier. Leitfaden. Technische Leitlinien. Webserver auf Apache oder Nginx. Container-Plattform, Docker oder Kubernetes. Programmiersprachen habt ihr hier auch, welche man verwenden kann.
Web-Client, was da alles machen kann, was man da alles machen kann. Das impliziert dann React und Angular und Vue und so weiter und so fort. Man soll aber bitte kein ActiveX oder Flash oder etc. verwenden. Nativen Client, keine expliziten Empfehlungen. HTTPS sollten verfügbar sein. Wir sollten das auf jeden Fall mit S hinten dran machen, wobei das S ja optional ist. FTP oder SFTP, WebDAV, Schnittstellen habt ihr hier auch. Welche Dateiformate? JSON werden wir wahrscheinlich verwenden, weil ich JSON einfach viel, viel sinnvoller finde. Alter, ja, ich blockiere ihn jetzt. Das hat keinen Sinn, also sorry, aber wenn YouTube nicht so laggen würde, dieses Dashboard ist echt unfassbar nervig. Hat das jetzt funktioniert? Ich glaube, es hat funktioniert. Ah ja, wunderbar. Okay, Datenbank steht hier auch dabei, was empfohlen wurde. Es gibt keine Empfehlung zu dokumentenbasierten NoSQL-Datenbanken. Also da könnt ihr quasi machen, was ihr wollt, falls ihr sowas verwendet, wobei ich eher auf MySQL oder MariaDB wechseln würde. Aber wie gesagt, das ist alles euch vorbehalten. Das könnt ihr entscheiden in euren Teams. Ja, Leute, warum wollt ihr denn alle... wann lade ich die Diagramme hoch? Das können wir jetzt tatsächlich direkt machen. Also, habe ich hier schon? Ja, ich habe schon. Okay. Kann ich das nicht einfach hochladen hier? Add Teams and Collaborators? Nein. Ging das nicht mal hier? Import-Code? Nein. Was ist los mit euch? Warum geht das nicht? Dann mache ich das nachher. Das dauert sonst zu lang, weil ich gerade noch versuche, auf die ganzen Fragen einzugehen. So, ich muss jetzt hier ein bisschen sortieren, okay? Weil ihr könnt nicht hier einfach komplett alles voll spammen, sonst kann ich die wirklich wichtigen Fragen gerade nicht mehr machen. Wen habe ich gerade gebannt? Ich habe Tashfin Ayat gebannt, weil er gerade einfach nur rumgespammt hat. Und Linus habe ich jetzt gerade auch kurz gebannt. Der darf gleich wieder schreiben. Also die dürfen jeweils nur 300 Sekunden nicht schreiben, dann dürfen sie wieder. Das ist schon okay. So, haben wir dann letztlich was mit Wir vs. Virus Hackathon am Hut. Du bist ja quasi unser Chefkoordinator. Ich bin nicht euer Chef oder Koordinator, ich bin quasi euer Pate. Das heißt, ich bin quasi die Instanz, die Sachen von euch, also Probleme von euch, an die Leute von Wir vs. Virus weiterträgt und dann eventuell zwischen euch koordiniert. Aber ihr organisiert euch quasi selbst als Team. Aber ihr müsst euch trotzdem über den Wir vs. Virus Hackathon anmelden, weil das ist offizieller Teil davon. Also wir sind jetzt nicht unabhängig von denen. Wir werden auch hoffentlich von denen Unterstützung dann bekommen. Okay, wird es ein Live-Deploy des Backends geben, damit das Frontend die API mit den neuesten Features immer benutzen kann? Hoffentlich ja. Ich weiß nicht, ob wir das dieses Wochenende schaffen, aber im besten Fall sollte das so sein, ja. Sorry, wenn ich das ist hier ein bisschen zu hoch, will nur was lernen. Ja, das ist absolut okay. Du kannst durchaus was lernen. Nennt sich auch Timeout, ja, das ist richtig, ja. Wie findet die Teamfindungsphase statt? Die Teamfindungsphase wird wahrscheinlich heute Abend stattfinden. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz auf den Leitfaden. Dort ist hier nämlich auch ein Zeitplan angegeben. Der Zeitplan ist sehr, sehr wichtig. Und zwar 14 Uhr, bis 14 Uhr könnt ihr euch noch registrieren. Danach könnt ihr für die Teamsachen voten. Da bekommt ihr auch eine E-Mail dafür. Und dann könnt ihr quasi sowas machen. Und hier unten übrigens ab 19:30 das ist neu auf DevPost an. Das haben sie neu gemacht. Der Kickoff-Call hier um 9 Uhr ist auch neu. Die haben generell alles nochmal überarbeitet. Hui. Briefing-Mail an Mentorin und Patin. Okay, das heißt, um 19 Uhr kriege ich erst überhaupt Bescheid, was passiert. Das heißt, davor passiert noch gar nichts. Davor kann ich quasi noch nicht mal irgendwas machen. Ab wann sind die Themen sichtbar? Kriegst du wahrscheinlich in der E-Mail gesagt. Ich habe leider auch nicht mehr Informationen, aber wahrscheinlich 14 Uhr, schätze ich mal. Genau, nee, es ist nicht random. Du kannst auswählen, warte mal, du kannst hier also zum Beispiel Mathe auswählen und dann kannst du auswählen, was du lernen möchtest. Und dann kannst du auswählen, oh ja, das ist voll in dem Ding drin, ne? Okay, erst wählst du Mathe aus, dann kannst du auswählen, welches Modul du haben möchtest und dann kannst du da ein Thema auswählen. Dein Lehrer kann dir vorgeben, welche Themen er gerade behandelt. Sprich, du kannst dann einfach dort drüber das lernen, was für dich gerade relevant ist. Das sagt dir immer noch dein Lehrer. Und ja, das Diagramm lade ich dann hoch, keine Sorge. Aber ja, das kann man den Teams zuschauen. Wenn die Teams streamen und Zuschauer erlauben, ja, mir ist das egal. Aber das bleibt den Teams überlassen. Wenn sie sich belästigt fühlen, dann nicht.
Der S-Freitag. Keine Ahnung, was das heißt. Diagramm hochladen mache ich nachher. Weil wir jetzt auch nur noch so 10 Minuten oder sowas streamen wollen. Also ich möchte jetzt gerade noch 10 Minuten streamen, dann war es das eigentlich. Weil dann wird es wahrscheinlich, dann muss ich erstmal kurz noch gucken, was dann alles so passiert und eventuell telefonieren und so. Ich habe tatsächlich um 14 Uhr, Sekunde, ja, 14 Uhr habe ich noch einen Termin, das heißt, ich muss da sogar weg sein. Wie wäre es mit einer Funktion, um eine ganze Klasse zu registrieren? Du musst keine Klasse registrieren. Also wenn ihr hier den Login und das Registrieren, das können wir auch gerne mit Google, Facebook, was gibt's noch? Ich weiß nicht, ob Twitter das auch unterstützt. Es gibt Discord-Logins, es gibt GitHub-Logins. Das wäre sogar, oder mit E-Mail, das können wir auch machen. Das wäre sogar wahrscheinlich sehr sinnvoll. Komme ich auf Discord in den Talk? Aktuell gerade nicht. Wie gesagt, ich muss 14 Uhr noch telefonieren, danach kann ich reinkommen. Kann ich die Links in den oberen Bereich machen? Weiß ich nicht, ob ich das kann. Gerade eben hatte ich es im unteren Bereich drin, dann haben die Leute nicht drauf reagiert. Ne? Also ich glaube, das ist aber groß genug so. Soundcloud-Login. Okay, können wir machen. Soundcloud. Gibt's noch was? So. Apple Login, Steam Login, ja, why not? Also, je nachdem, wie viel ihr da implementieren wollt. Ja, ihr müsst das alles programmieren. Das ist quasi, jedes Mal muss man eine API registrieren, okay? Das ist, so, Livestream lädt nicht, dann hast du wahrscheinlich kein Internet. Bei mir funktioniert es wunderbar. Wobei es kann sein, ich habe gerade, wie gesagt, auf Discord auch einen Link gesehen, da hat jemand gepostet, Twitter gibt es tatsächlich, dass YouTube drosselt, weil das Internet überlastet ist. Ich habe übrigens mitbekommen, ist jetzt mal völlig off-topic. Oh, scheiße. Jetzt ernsthaft? Wer kann meinen Stream noch sehen? Okay, wunderbar. Danke. Okay, also es können noch genug Leute sehen. Offensichtlich liegt es dann nicht an mir und auch nicht an YouTube. Gut. So, gut. Ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Alles gut. Habt ihr noch irgendwelche Vorschläge, was man noch braucht? Die trollen nur. Interessant. Hängt aber. Ja, gut, wie gesagt, YouTube wollte ein bisschen drosseln. Also ich sehe auch gerade mein Vorschaubild hier in, sagen wir mal, 144p ungefähr geschätzt. Der Wir vs. Virus Channel auf dem Discord ist schon da. Wir können aber tatsächlich mal hier das mal freigeben, den Info-Channel. Oder wir machen hier mal einen Discussion-Channel. Diskussion. So. Okay, dann machen wir hier mal den offen. Notifications. Also, Permissions. Da darf jeder reinlesen, jeder darf senden. Okay, das heißt, ihr solltet jetzt die Möglichkeit haben, da reinzuschreiben. Ist alles schon da. Wie gesagt, ich möchte nur nicht, dass die Teams komplett überlastet sind. Kann man schon Aufgaben bewerten und um gute hervorzuheben. Wie gesagt, ich habe hier dieses Vote for Task reingetan. Was genau danach noch passiert, das ist euch überlassen. Das ist eigentlich ein Feature, was wir jetzt in den ersten 48 Stunden eigentlich nicht dringend brauchen. Ihr könnt auch noch einen Voice-Chat haben, wenn ihr wollt. So, Open Voice. Sekunde, ich muss ihn noch editieren. View Channel, Connect, Speak. Ups. Alter, Leute.
Halleluja, was ist los hier? Oh, okay, okay, okay. Okay, da ist das. Ich habe noch nie einen Voice-Channel gesehen, der innerhalb von 2 Sekunden nach der Erstellung voll war. Wirklich nicht. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Okay, also nicht voll, sondern im Sinne von, er passt nicht mehr auf meinen Bildschirm und ich habe einen großen Bildschirm. What the heck? Okay, kann man sich anmelden? Link ist unten. Kann man sich die Planung nochmal angucken? Ja, ich lade in 5 Minuten die Diagramme hoch, okay? Wäre es nicht schlau, ein Tag-System für Aufgaben zu benutzen? Dann gibt es Aufgabentags, die diese näher beschreiben. Jein. Ich möchte, wie gesagt, das Ganze über die Lecture lösen. Die ist dann quasi sowas wie ein Übertag, okay? Das heißt, ihr habt dann quasi eine Aufgabe in diesem Bereich drin. Weil zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du jetzt halt sagst, ich möchte nach einem Tag suchen, da kann es dann relativ schnell passieren, dass da halt was nicht reinpasst. Man könnte auch noch zum Beispiel hier reinbringen. Nein, 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 das sollte ich nicht. Man könnte hier auch noch reinbringen. Vote for Movement of Task. Das könnte man auch noch machen. So. Die Corona-Live-Karten, die Schadsoftware verbreiten. Ja, dazu habe ich auf Twitter was gepostet. Übrigens, folgt mir auf Twitter, da teile ich auch immer mal wieder interessante Sachen. Auch schon mal ein Team, das erste Aufgaben zum Testen erstellt. Also ihr könnt schon anfangen im Endeffekt. Das ist mir egal eigentlich. Hier haben wir auch schon 3 Leute, die live streamen im Channel. Was ist denn hier los? Können Lehrer entscheiden, zum Beispiel, welche Aufgaben von Prozentrechnung die Schüler bearbeiten? Nee, das soll tatsächlich zufällig sein, weil ansonsten sagen die Lehrer wieder nur, man muss die eigenen Aufgaben nehmen. Das funktioniert so nicht. Deswegen lassen wir das komplett raus. Man soll einfach nur quasi dieses Zertifikat zeigen und dann sagt man, hier, bitteschön, ich hab's bestanden. Man könnte auch eine Battle-Funktion zwischen Schülern machen. Gerne, ja. Das wäre auf jeden Fall ein Feature, das wäre mega geil. Wo könnte man das noch aufschreiben? Ich werde hier mal jetzt. Oh, das ist Teams. So. Und dann sagen wir hier einfach Features. More Features. Nehmen wir es einfach mal More Features. Okay, hier mache ich einfach mal nur so ein Ding rein. So. Battle-Funktion. Also Battle. Battle Method 2v2 oder 1v1 erstmal 2v2 und so weiter und so fort. Okay, können wir gerne machen, ja. Also Gamification, wie gesagt, Punkte sammeln und abzuleveln, haben wir drin. Das heißt, wir haben hier tatsächlich die Möglichkeit, Punkte zu bekommen. Hier erstmal Punkte für die für die Lecture, Punkte fürs Modul, Punkte für das Subject und wir haben die Möglichkeit, hier beim Final Task Punkte zu vergeben. Und je nachdem, und dann haben wir sogar noch die Möglichkeit, hier Community-Punkte zu vergeben, wenn wir einen Task überprüfen und so weiter und so fort. Und die können dann alle zu Titeln umgearbeitet werden. Da überlasse ich euch absolute Freiheit. Also ihr könnt hier gerne euer Dashboard angucken und da sehen wir auch Community Points and Title. Also ihr könnt dann zum Beispiel da Mathe-Guru drin haben, wenn ihr überall in Mathe 15 Punkte habt oder sowas. Ihr könnt von mir aus Programmieren-Guru drin haben, wenn ihr da sehr, sehr viel gemacht habt. Ihr könnt Community Manager reinschreiben als Titel. Solche Sachen sind absolut euch freigestellt. Also das könnt ihr super, super gerne machen. So, können Lehrer, das hatten wir schon. Kann ich mal was zu Unity machen, habe ich geplant. Es gibt, geh mal auf irgendein anderes Video von mir. In der Beschreibung von meinen Videos sind sehr, sehr viele Links. Da sind sehr viele interessante Informationen. Zum Beispiel auch, welche Serien ich noch geplant habe. Soll man bestehende Kurse aus Moodle etc. importieren können? Das Ding ist, es sind ja keine Kurse in dem Sinne. Diese Lectures, also dieses System mit Subject, Module, Lecture. Das haben wir noch nicht drin. Wichtig. Du hast recht. Ja, wichtig, wichtig. So, Verify. Nee, der Admin. Genau, Admin. Machen wir hier mal noch Admin draus. Admin. Okay. Der Admin alleine hat die Möglichkeit, neue Kurse zu erstellen.
So, create new, wie haben wir es alles genannt? Create new, shit. Subject, Module, Lecture. Okay. Admin. Subject. Machen wir das hier. Module und selbstverständlich noch die Lecture rein. Die sollen nur vom Admin erstellt werden. Das heißt quasi der Lehrplan. Ja, das ist der Lehrplan. Den kann nicht einfach jeder normale Lehrer erstellen, weil die Lehrer teilweise ihren Lehrplan selber nicht kennen, ja. Und deswegen muss der irgendwie von jemandem vom Bildungsministerium oder sowas erstellt werden. Der hat dann die Möglichkeit, Admin zu sein. So ist das gedacht. Okay, Sekunde, jetzt muss ich wieder durchlesen. Habe ich mal was zu Corona-Maps getwittert? Ja, habe ich. Ist eine Sortierung nach Schwierigkeitsgrad sinnvoll? Dann kann man mit den leichten Aufgaben einsteigen. Ja. Oh, ups, sorry. Das ist hier. According to points until now. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, einen Schwierigkeitsgrad, ja, das sollten wir vielleicht noch in den Task reinschreiben. Gut, dass du es erwähnst. Needed points oder necessary, sagen wir necessary points in Lecture. Damit wir quasi wissen, wie viele Punkte derjenige in seiner Lecture schon drin haben sollte. So, da haben wir einen Spammer oder einen Werbungsmenschen. Keine Ahnung warum. Okay. Gut. Eigenwerbung stinkt, habe ich jetzt rausgemacht. Junge, du. Okay. So. Wo habe ich getwittert? Auf Twitter? Ich habe nur einen Twitter. Man muss halt durchscrollen. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es jetzt nicht raussuchen. Lehrpläne kommen nur grob vom Ministerium. Die meisten Schulen richten sich nach den entsprechenden Prüfungen der letzten Jahre. Ja, gut. Das Ding ist, im Endeffekt ist ja nicht wirklich Lehrplan jetzt dabei. Also ich meine, es steht, auf einem Lehrplan steht halt drauf, wann was gemacht wird. Aber welche Sachen es alles gibt und was in welche Kategorie reinfällt, das ist ja völlig unabhängig von wann das gemacht wird. Also ob ihr jetzt da in Analysis, Ableitung dritter Ordnung irgendwie oder Integralrechnung oder sowas, ob ihr das jetzt in der 7. Klasse oder in der 13. macht, ja, oder in der 12. bei euch, das ist völlig egal. Das steht hier nicht drin, welche Klasse das ist. Da steht nur drin, wann oder was es da quasi alles für Kategorien oder für eben Lektionen gibt. Und die sind unabhängig von eurer Klassenstufe. Das heißt, wenn ihr aber ein Überflieger seid, könnt ihr auch schon für 50 weitere Lektionen das Ganze machen. Ihr könnt euch da halt komplett frei bewegen drin. Ihr könnt auch in der 7. Klasse schon, keine Ahnung, irgendeine Mastervorlesung belegen und am Ende im Optimalfall das Ding vorlegen und sagen, yo, ich habe das Ding schon gemacht, darf ich bitte nach Hause gehen? Ich muss nicht mehr. So, das ist quasi das komplette Ziel davon. Also, dass ihr quasi einfach sagen könnt, yo, ich habe das schon gemacht, ich muss nicht mehr. Kannst du das intern einstellen, dass auf dem Discord-Server verschiedene Rollen vergeben werden, dass da etwas Struktur reinkommt, dass so jeder eine Rolle, eine Aufgabe bekommt. Das, ja genau. Also wie gesagt, es werden hier nur, Alter, ist der voll der Sprachchat, Halleluja. Es werden hier nur die Leute in die anderen versteckten Channel reinkommen, die die Rolle haben. Und die Rolle werde ich erst vergeben, wenn eben wenn halt die Teams auch wirklich zugewiesen sind. Es kann sein, dass auch Leute nicht aus der Community mitmachen. Muss man in einem Team unbedingt über Voice-Chat kommunizieren? Es ist wahrscheinlich einfacher. Bitte unterteile es in Bundesländer, damit die Lehrpläne ungefähr. Wie gesagt, die Lehrpläne, es gibt ja keine Lehrpläne in dem Sinne mehr. Dadurch, dass du einfach die Themen hast. Dein Lehrer sagt dir immer noch, was du jetzt machen sollst. Das heißt, in, keine Ahnung, Bayern sagt dann halt dein Lehrer, yo, 7. Klasse, du gehst jetzt mal dahin und machst Analysis und dann machst du das Zertifikat da, während zum Beispiel dann in, keine Ahnung, Baden-Württemberg sagt er halt, yo, 7. Klasse, du gehst auf Analysis und machst komplett anderes Lecture-Zertifikat. So voll, dass dein Discord leckt. Ja, also, Alter, man muss scrollen, damit man in den zweiten, in den Channel reinkommt. Das ist echt heftig. Es gibt auch noch andere Sprachchannel, ne? Nur zum Sagen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Aktivität gesehen auf diesem Discord wie die letzten paar Tage. Gibt es die Möglichkeit, den Prozess als Lehrer zu kontrollieren? Welchen Prozess?
So. Okay, ich glaube, wir haben gerade alle Fragen soweit beendet. Wir sind jetzt auch schon bei 13:48 Uhr. Vielleicht gehe ich nachher nochmal live, aber im besten Falle haben wir jetzt soweit alles abgeklärt. Wie gesagt, diese Dinger hier sind nur temporär. Also die können ruhig überarbeitet werden. Das überlasse ich komplett euch, ja. Die sind auch eigentlich nicht UML-getreu. Ich wollte das Ding jetzt nur vor 14 Uhr fertig kriegen, damit klar ist, was diese Idee eigentlich sein soll und was damit passieren soll. Genau, ich glaube, damit haben wir es eigentlich. Und ja, genau, bei Fragen etc., das ist aber hier nicht drin. Also wenn da Fragen aufkommen, dann sollen sich die Schüler direkt beim Lehrer melden. Ja, genau, und dadurch kann eigentlich ein Lehrer auch viel mehr Leute betreuen auf einmal, weil er ja, ähm, weil er einfach sagen kann, yo, du bist viel weiter, du machst jetzt da direkt weiter mit diesem Modul. Mache ich gar nicht mit. Doch, ich bin quasi Koordinator. Ich werde nicht mitprogrammieren, weil ich sehe gerade schon, dass Community Management hier echt viel Arbeit sein wird, wahrscheinlich. Das heißt, zum Programmieren werde ich nicht kommen, auf gar keinen Fall. Ähm, so, bei Deutschmodulen, wie werden die Aufgaben überprüft? Das steht hier. Gut, dann war's das jetzt mit dem Livestream erstmal. Danke, dass ihr alle dabei wart. Ich bringe das jetzt alles noch online, also diese Dokumente, die findet ihr dann hier in diesem Repo. Das ist auch irgendwo sicher verlinkt worden. Ihr könnt ab 14 Uhr, wenn ihr euch registriert habt, könnt ihr voten, bei welchem Thema ihr mitmachen wollt. Und dann geht's weiter. Dann werdet ihr wahrscheinlich mehr Infos bekommen. Gut, war ein interessanter Livestream. Ich glaube, so viel Aktivität habt ihr noch nie. Gebt mir gerne auch irgendwie mal Feedback oder so, wie euch das Ganze gefallen hat. Und vielleicht machen wir dann auch mal noch so einen Hackathon, der nichts mit diesem Virus zu tun hat, den ich nicht nennen darf. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder. Und wahrscheinlich bis nachher irgendwie werden wir uns hören. Okay, bis dann. Ciao.